Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen des akademischen Jahres 2023, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es geschafft. Sie haben einen Bachelorabschluss, einen Masterabschluss oder Staatsexamen in der Tasche. Das Studium an der Otto-von-Guericke-Universität ist für Sie zu Ende. Nicht alle von Ihnen werden unbedingt Magdeburg Ade sagen. Viele bleiben in der Region. Etliche von Ihnen sind auch an der Uni geblieben oder werden das in den nächsten Wochen noch tun. Einige von Ihnen zieht es nun in die Welt oder irgendwo an andere Stellen Deutschlands. Und hinter mir sieht man die große Baustelle, die größte, die wir hier haben, unser Welcome Center. Und auch an vielen anderen Stellen, auch auf diesem Weg, auf dem ich hier gerade gehe, der doch so ein bisschen brüchig geworden ist in den letzten Jahren. 70 Jahre ist das nun auch hier her. All das wird instand gesetzt. Es lohnt also in jedem Fall, irgendwann in den nächsten Jahren mal wieder nach Magdeburg zu kommen. Warten Sie dazu bitte nicht, bis wir Ihnen irgendwann mal ein silbernes Diplom in die Hand drücken. Das kann durchaus vorher sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu bleiben, Freunde und Förderer. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Die sind dann up to date. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, im privaten, im beruflichen. Und damit Sie uns in Erinnerung behalten, werden wir für diejenigen, die dabei sind bei unserer Verabschiedung jetzt im November, ein kleines Präsent überreichen. Das habe ich hier in der Hand. Und diejenigen, die das nicht einrichten können, können es abfordern. Dann senden wir ihnen es zu. Und ich habe jetzt schon das Bild im Kopf, wie sie dann irgendwann zu Hause den Hut nehmen und ihn hochwerfen. Das Gemeinschaftserlebnis ist natürlich an der Stelle ein bisschen schöner. Machen Sie es gut. Vielen Dank, dass Sie die Zeit hier mit uns, auch in den Corona-Jahren, fast alle, die jetzt verabschiedet werden, haben es ja miterlebt. Das war ein bisschen eine gestohlene Zeit. Die können wir auch nicht nachholen. Aber ich denke, insgesamt behalten Sie uns in guter Erinnerung. Ganz herzlichen Dank. Machen Sie es gut. Ich glaube, mein allererster Eindruck vom Campus war damals beim Studieninfotag. Und es war grün, es war ein schöner sommerlicher Tag und ich war von Anfang an sehr beeindruckt vom Campus. Meine erste Woche damals war sehr aufregend, weil es auch das erste Mal für mich an einer großen Universität war. Trotz allem habe ich mich ganz gut zurechtgefunden. Mein Orientierungssinn hat mich aber hier und da im Stich gelassen. Meine erste Woche im Studium war turbulent, mit wenig Schlaf, mit viel Alkohol, wenig Studium. Meine erste Gruppe hat mir eine schöne Woche beschert, in der ich viele nette Leute kennengelernt habe. Meine erste Studienwoche war schon eine ziemlich neue Erfahrung damals. Man ist zum ersten Mal von den Eltern weg, wohnt alleine. Und meine erste Woche war hier ziemlich abenteuerlich und neu, weil ich bin ja tatsächlich hergezogen erst. Also war für mich noch alles ja, so ein bisschen kennenlernen. Also die klassische erste Woche, Kneipentour und so weiter. Super aufregend, aber auch ganz schön. The very first weeks at this university were really challenging for me because the whole German education system is very different from the one in my country. So I had a bit of difficulties trying to figure out how to enroll at the university, how to register for the courses, for the exam. But fortunately, I had a really good support system here at the university. So in the end, I got it figured out. Nach dem Studium arbeite ich jetzt hier an der Uni im Bereich Medienmarketing, Kommunikation, speziell im Bereich Studierendenmarketing und mache quasi Nachwuchsförderung und hole neue Studierende zur Uni. Nach meinem Abschluss bin ich jetzt Vollzeit als Ingenieur bei Volkswagen in der Entwicklung tätig. After my master's program, I found a job at 3D-QR. It's a software development company. Where I have a position in marketing, something that I was really looking forward to. Ich habe ja jetzt erstmal meinen Bachelor abgeschlossen und ich mache jetzt direkt hier an der OFGU auch mit meinem Master weiter. Nach der Uni geht es für mich direkt weiter und zwar nicht an der Uni Magdeburg allerdings, sondern in Rostock. Da promoviere ich dann im Fach Elektrotechnik. Nach dem Abschluss bin ich jetzt hier noch mit 50% in der FEW im Studiendekanat angestellt und mit 50% im Rektorat. Dort bin ich Referentin für Hochschulrankings und Benchmarking. Neben meinem Studium habe ich mich ehrenamtlich engagiert, vor allem bei der Hochschulgruppe Ingenieure ohne Grenzen. Die leite ich hier in Magdeburg aktuell noch. Und genau, da veranstalten wir auch einen Hörsaal-Slam zum Beispiel dieses Semester wieder. Unsere größte Veranstaltung hier an der Uni Magdeburg. Neben meinem Studium habe ich relativ schnell angefangen, hier an der Fakultät für Humanwissenschaften zu arbeiten. Da helfe ich bei der Forschung mit und bei der Durchführung von Workshops in der Erwachsenenbildung. Abgesehen davon gebe ich auch noch Schwimmkurse.
In my extra time from university, I was mainly engaged in fun activities, honestly speaking. I would attend any parties and events that were hosted by the university. Ich habe neben dem Studium mich auf jeden Fall im Fachschaftsrat engagiert, auch im Fakultätsrat und habe auch die Mensa-Party ausgerichtet. In meinem 3. Semester bin ich auf QE-Sports beigetreten und dann habe ich relativ schnell mich in der Gemeinschaft festgefunden und habe mich dann auch im Sport engagiert. Neben dem Studium habe ich mich engagiert in der studentischen Initiative UMD Racing. Da haben wir ein Rennfahrzeug entwickelt. Ich war viele Jahre dabei und habe dort extrem viele Erfahrungen sammeln dürfen. Die Vorlesung, die ich nie vergessen werde, ist Principles to International Management bei Professor Schmidt. Dort hat man viele Perspektiven gelernt, auf die man vorher vielleicht noch nicht geschaut hat und die in der Zukunft auch wichtig sind. Die Vorlesung, die ich nie vergessen werde, ist Wasserstoffantriebe, weil die Anekdoten von Professor Rottengruber extrem lustig und lehrreich waren. Ich werde niemals das Seminar zur Stadtgeschichte vergessen. Da wurden wir nämlich in Gruppen eingeteilt und sollten jeweils unsere eigenen Stadtführungen organisieren. Und dann haben wir die unter uns den anderen Gruppen gezeigt. Das war sehr interessant und wirklich mal was Neues. Die Vorlesung Physik im 1. und 2. Semester. Da haben sehr viele Experimente stattgefunden und das war einfach schön und sehr ereignisreich. Eine unvergessliche Vorlesung für mich ist vielleicht die Vorlesung Energietechnik von Professor Wolter. Auch wegen dem Inhalt natürlich, aber unter anderem auch, weil wir da gerne Trockeneis gemacht haben. Also mit Trockeneis, Speiseeis in einer der letzten Vorlesungen vor den Ferien. I will never forget my last lecture. I felt also a sense of accomplishment but also sadness because I was already missing the lecture rooms at the university. Ja, die Professoren, die ich nie vergessen werde, sind natürlich die Professoren, bei denen ich meine Abschlussarbeiten geschrieben habe. Das ist der Professor Lindemann jetzt im Master und der Professor Leithold im Bachelor. Den Professor, den ich nie vergessen werde, ist Professor Wallmann, wie er mit uns im 4. Semester in Spieltheorie erst 40 Minuten Vorlesung, dann 10 Minuten Pause und dann wieder 40 Minuten Vorlesung gemacht hat. Das finde ich ein wahnsinnig gutes Konzept und sollte öfter durchgesetzt werden. I will never forget Professor Zoran Köher because he is the person that mainly motivated me to go into marketing. Mein Lieblingsplatz auf dem Campus ist die Festwiese vor G18, vor G16. Gerade wenn die Sonne untergeht, finde ich es dort besonders schön. Mein Lieblingsplatz ist wahrscheinlich das Pier 16, einfach weil ich da sehr oft frühs gesessen habe mit einem Kaffee in der Hand und mich an meine Matheaufgaben versucht habe. Mein Lieblingsplatz auf dem Campus ist nicht ganz direkt auf dem Campus, sondern direkt nebenan der Nordpark eigentlich. Mein Lieblingsplatz auf dem Campus ist auf jeden Fall das Fachschaftsratbüro von der Fachschaft Maschinenbau. Mein Lieblingsessen in der Mensa ist das Käseschnitzel. Ich glaube, da reihe ich mich wahrscheinlich bei vielen anderen Leuten mit ein. Schwer zu sagen. Ich meine, das Käseschnitzel ist tatsächlich sehr gut. Sein Ruf erfüllt es meiner Meinung nach aber nicht ganz. Einfache Currywurst tut es für mich auch. I really look forward to a Burger Tag at Mensa. I can't wait for them to have burgers on the menu. Mein Lieblingsessen in der Mensa ist das Salatbuffet. Da weiß man, was man kriegt. Käseschnitzel ist auch ganz nett, aber das gibt es nicht jeden Tag. Kein genaues Essen, aber eher die Pasta-Bar. Seitdem die wieder aufgemacht wurde, sieht man mich da jeden Tag. Meine schönste Erinnerung ans Studium ist der Fachschaftsrat, also abseits des Studiums. Dort habe ich viel Zeit verbracht und habe viel umsetzen können, was ich vielleicht im Studium gelernt habe. Und außerdem hat der Fachschaftsrat einen Bierwagen und da macht es Spaß, drauf zu stehen. Probably one of the best memories that I have here is when I picked up both of my diplomas. I felt really proud of myself and it felt like a really huge step that I took forward to my future. Meine schönste Erinnerung ist wahrscheinlich meine Einführungswoche von damals aus dem 1. Semester. Einfach weil es für mich der Anfang eines neuen Lebensabschnitts war. Meine schönste Erinnerung ans Studium ist auf jeden Fall auf dem Bierwagen beim Nala im Sommer. Ich glaube, meine schönste Erinnerung an das Studium ist das Bestehen der Matheprüfung. Erst danach wusste ich so wirklich, dass ich das packen würde.
Aus meinem Studium nehme ich auf jeden Fall die Kompetenz mit, wissenschaftlich zu arbeiten und auch wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen. Ich nehme ins Arbeitsleben von der Uni auf jeden Fall mit, kommunikativ zu sein, sich zu vernetzen und eben einen großen Kreis aufzubauen. Mich selbstständig zu organisieren, zielstrebig zu sein. Dass man niemals aufgeben sollte. Ja, für mein Leben direkt nach dem Studium nehme ich mit vor allem das wissenschaftliche Arbeiten, weil ich direkt im Anschluss promoviere, ist natürlich besonders wichtig. Also sei es bei den Abschlussarbeiten oder auch zwischendurch mal ein Paper zu veröffentlichen, zu schreiben. Ich würde meinen Eltern niemals erzählen, dass ich einen Tag um 7:30 Uhr eine Prüfung hatte und um 9 Uhr aufgewacht bin. Was ich meinen Eltern nie von der Studienzeit erzählen darf, das wäre ja schön blöd, wenn ich das hier erzählen würde. Deswegen bleibt das geheim. Ich würde meinen Eltern aus der Studienzeit niemals erzählen, wie einfach es ist, Spaß zu haben und gleichzeitig zu studieren. Mein Rat an die Studierenden von heute ist, probiert während des Studiums einfach so viel aus, wie ihr könnt. Sammelt so viele Erfahrungen, wie es geht und am besten ganz, ganz viel noch neben dem Studium. Mein Rat an die Studierenden heute ist auf jeden Fall, sich ehrenamtlich zu engagieren und in den Fachschaftsrat zu gehen. I would say the main thing is to actually enjoy your studies at this university, because you will obviously feel very stressed about the exam, about the matriculation process, about your first weeks or even months here. You will feel a lot of pressure, but in the end you will figure it out for sure. So while you do that, you might as well just have some fun. Mein Tipp an die Studierenden heute ist, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinauszusehen neben dem Studium, sich vielleicht auch mal ehrenamtlich zu engagieren. Einer der vielen Hochschulinitiativen und Hochschulgruppen, da gibt es eigentlich ganz wunderbare Möglichkeiten. Kann ich sehr empfehlen aus eigener Erfahrung. Mein Tipp an die neuen Studierenden ist, haltet euch nicht zurück, selbst wenn ihr es nicht seid. Tut einfach so, als wärt ihr extrovertiert und sucht euch rechts und links Freunde. Die ziehen euch nämlich mit. Mein Rat an die Studierenden von heute ist es, nicht alles so stressig anzugehen und vielleicht einfach mal weniger Kurse im Semester zu machen und das Studium lieber 1-2 Semester länger zu machen. Da werden am Ende die Noten wahrscheinlich besser, man hat mehr Sozialleben und ist weniger gestresst.